Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Der März ist vorbei und auch diesen Monat ist ein bisschen was nebenher fertig geworden. Natürlich war wieder das Imperium dabei, aber auch eine Einheit Tully Sworn Shields ist fertig geworden, wie ihr hier seht. Die Einheit ist ziemlich schnell bemalt gewesen, was mich eigentlich gewundert hat, aber letzten Endes tragen die Soldaten hier Uniformen. Dadurch kann man sie eben dann doch sehr schnell anmalen. Was dann allerdings lang gedauert hat, war das Basieren und so wurden sie erst Anfang diesen Monats fertig. Es war eine schöne Abwechslung von Imperium und Ordensrittern, auch wenn sie jetzt wieder in ihrer Box verschwinden werden. Sie waren auf jeden Fall angenehmer anzumalen als die Baratheons in Schwarz und Gelb. Das hat sich gefühlt ewig gezogen und es hat sehr, sehr lang gedauert, bis die komplette Truppe soweit fertig war, dass sie spielbar war. Was dann allerdings auch nie passiert ist, weil die sind genau wie die Tully Sworn Shields wieder in ihrer Box verschwunden. Wo wir aber gerade bei Gelb sind, bleiben wir auch einfach erstmal dabei, denn dieser imperiale Trommler hier gehört eigentlich zu den Modellen vom Februar, ist aber leider auch erst jetzt fertig geworden. Bisher sind die Kommandoeinheiten bei mir noch ein bisschen spärlich vertreten, aber letzten Endes braucht man auch nie ein Regiment Trommler oder Bannerträger. So sind genug Modelle für 4 Kommandoeinheiten da und entsprechend können Regimenter aufgestellt werden. Natürlich sind auch weitere Soldaten des Imperiums fertig geworden. Wie immer sind die Figuren im Stil der Landsknechte des 16. Jahrhunderts bemalt und die Art zu bemalen ist auch gleich geblieben, aber ich habe eine kleine Veränderung eingeführt. Ich benutze ich sage da jetzt mal Grundfarbe dazu und diese wird dann mit allen anderen Farben kombiniert, bis ich einmal durch die Palette durch bin. Für die nächsten Monate wird das weiß sein und dann schaue ich einfach, wie es weitergeht. Außerdem ist auch endlich der Centigor fertig geworden, der seit wenigstens einem halben Jahr auf der Werkbank steht. Bei Tiermenschen muss ich sagen, passiert mir eigentlich immer das Gleiche. Ich fange motiviert an und sage, jetzt geht's endlich los und dann male ich eine Zeit lang an einer Figur herum und es wird immer weniger und weniger, bis eine 70 bis 80% fertige Miniatur Wochen oder Monate lang darauf wartet, fertig bemalt zu werden. Warum das so ist, weiß ich selber nicht genau, aber vermutlich liegt es an der begrenzten Farbpalette bei Tiermenschen, die ja in erster Linie Braun- und Schwarztöne umfasst. Wobei ich allerdings auch sagen muss, für mich gibt es Schwarz und keine 75 Abstufungen von Schwarz, deswegen bleibt es halt bei Brauntönen für Tiermenschen und das wird nun mal leider ziemlich schnell langweilig. Sei es wie es sei, der Centigor ist jedenfalls fertig und gesellt sich jetzt zu den 5 anderen, die schon fertig sind, womit auch endlich die erste Einheit Tiermenschen einsatzbereit wäre, wenn ich denn mehr als nur eine Einheit Tiermenschen hätte, um mit ihnen zu spielen. Damit sind wir auch schon am Ende der Werkbank für März angekommen. Weitere Modelle sind wie immer in Arbeit und werden dann nächsten Monat fertig werden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.